Boah, krass. Angeblich ist der Gipfelaufbau des Alper Schellehorns am Auseinanderbrechen. Wenn das stimmt, wird dieser 3000er vielleicht bald keiner mehr sein. Ich versuche ihn deshalb zu besteigen, um den aktuellen Gipfelaufbau zu dokumentieren. Der Gipfel selbst ist laut Berichten so schmal und brüchig, dass er nicht mal ein Gipfelkreuz trägt. Aber er ist mit einem Steinmännchen markiert. Dort ist eine Blechbüchse verkeilt. Sie enthält ein Logbuch. Das will ich unbedingt lesen. Der letzte Eintrag auf der App Hiker stammt vom Juni 2022. Ein ziemlich einsamer Berg. Ich ahne, dass es dafür einen Grund geben könnte. Ich werde dort oben eine positive und eine ziemlich negative Überraschung erleben. Spürst du auch die Entschleunigung? Ja, das ist die Bergwelt. Sie hat diese Wirkung, wenn man es zulässt. Unbezahlbar. Die Route über den Nordgard scheint die einzig vernünftige zu sein. Aber auch auf dieser Route gibt es da knifflige Aufgaben zu lösen. Ich liebe das. Erstens, auf der Nordseite hat es eine umlaufende Felsstufe mit nur einem Durchstich. Die Route führt dort durch ein Couloir, das man angeblich erst dann sieht, wenn man direkt davor steht. Das muss ich also finden. Zweitens, die Schlüsselstelle der Tour kommt direkt vor dem Nordgard. Eine instabile Rampe mit losen Felsbrocken. Sie endet direkt über einer Felswand. Das hört sich schon mal gefährlich an. Wenn dort auch noch Altschnee liegt, könnte es tatsächlich heikel werden. Dann müsste ich entweder im Fels daneben hochklettern oder eben halt umkehren. Drittens, der Aufstieg vom Vorgipfel auf den eigentlichen Gipfelpunkt ist natürlich riskant, wenn der Gipfel am Auseinanderbrechen ist. Wir werden sehen. Das Problem ist, dass man hier selten gute Sicherungspunkte für ein Seil findet. Ich lasse es also zu Hause und bin doppelt vorsichtig. Mehr darüber, wie ich in den brüchigen Kalkbergen einfache Kletterpassagen sicher ohne Seil bewältige, berichte ich in einem anderen Video. Aber jetzt geht's erstmal los. Ich habe mir fest vorgenommen, keine Risiken einzugehen. Wenn es mir zu gefährlich wird, kehre ich um. Und relativ schnell finde ich schon das Couloir. Ich komme erstaunlich gut vorwärts, spüre aber auch deutlich, dass ich mich schon auf 2800 Metern Höhe befinde. Boah. Wenn man gut vorbereitet ist und sich die Route gut eingeprägt hat, findet man sie relativ einfach. Es hat auch häufig Steinmenschen, die sehr hilfreich sind. Bis jetzt ist es klettertechnisch absolut problemlos. Ah. Wunderschön. Ein Gedanke geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Der letzte Eintrag für diesen Gipfel auf der Bergsteigerplattform Hiker ist 4 Jahre alt.
Danach absolute Stille. Keine Updates, keine Fotos. Warum meiden scheinbar alle diesen 3000er, obwohl er so mächtig im Safiental steht? Ich merke, wie die Zweifel kommen. Habe ich mich hier ohne Seil und komplett alleine übernommen? Sogar die Geschichte schaut mir über die Schulter. Die dokumentierte Erstbesteigung war spät, erst im Jahr 1893. Und zwar durch keinen geringeren als Christian Almer, der legendäre Grindelwalder Bergführer, der auch Mönch und Eiger als erster bestieg. Wenn man heute beim Schweizer Alpenclub nachliest, steht es dort schwarz auf weiß. Der Fels des Alper Schellihorns ist unerfreulich brüchig. Das gefällt mir nicht. Aber wenn ich mehr über die 4-jährige Stille herausfinden will, muss ich hoch zu diesem ominösen Logbuch, das zuoberst auf dem Gipfel im Steinmännchen verkeilt sein soll. Solche Bücher sind oft die ehrlichste Informationsquelle über den Zustand eines Berges. Und natürlich die persönliche Begutachtung. Mein Plan B, ich habe eine Drohne dabei. Falls mir der Gipfelaufstieg zu gefährlich wird, drehe ich um und schicke nur sie hoch. Aber vielleicht schaffe ich es ja wirklich zu Fuß bis ganz hoch. Denn ich bin bei der laut Tourenberichten etwas berüchtigten Rampe angelangt und sie ist erstens schneefrei und sieht zweitens viel weniger schwierig aus, als ich es mir vorgestellt hatte. Das tue ich nicht ganz ohne. Vieh, ne? Oder eben nicht. Und jetzt verstehe ich, weshalb diese Stelle berüchtigt ist. Selbst größere Felsen sind lose und das Geröll sowieso. Wenn man hier ausrutscht, wird es vermutlich schwierig, wieder Halt zu finden. Ich bin definitiv kein Bergsteigerheld und eher übervorsichtig. Ich habe einfach zu viel Freude am Leben. Und dann kommt die für mich sehr positive Überraschung. Der wunderschöne Nordgrat lässt sich sehr sicher und einfach besteigen. Es ist wirklich ein Genuss. Ein Sicherheitshinweis. Auch wenn das hier einfach aussieht, muss man bei der Planung unbedingt den langen Auf- und Abstieg, die Höhe und das Wetter mit einberechnen. Es sieht tatsächlich so aus, als würde ich es ganz bis zum Gipfel schaffen. Aber kennst du dieses Gefühl, dass etwas nicht stimmt? Manchmal hat das Unterbewusstsein etwas registriert, bevor es einem selbst klar wird. Zum Beispiel, wenn plötzlich etwas fehlt, was vorher die ganze Zeit da war. Bis jetzt war der Weg regelmäßig mit Steinmännchen markiert. Aber hier nicht mehr.
Hat das etwas zu bedeuten? Oder ist der Weg einfach klar? Das ist so gut da. Aber yeah. Und dann ist er plötzlich da, der Gipfel. Oder soll ich besser sagen, das, was vom Gipfel noch übrig geblieben ist? Denn als ich mich genau umsehe, beschleicht mich ein ungutes Gefühl. Da ist nichts, kein Logbuch, kein schützendes Steinmännchen. Der Teil des Gipfels mit dem Logbuch ist wohl irgendwann hunderte Meter in die Tiefe gestürzt. Mir beginnen die Knie zu zittern, als mir klar wird, dass der Ort, an dem ich gerade bin, kein solider Fels ist. Alles arbeitet, alles ist in Bewegung. Mein Gefühl sagt, geh zurück, sofort. Aber meine Vernunft sagt, du bist im Moment sicher, wenn du dich ruhig und mit Fingerspitzengefühl bewegst. Ja, schau mal da. Also lasse ich es mir nicht nehmen, noch auf das letzte und allerhöchste Stück Fels dieses wunderschönen sterbenden Riesen zu klettern. Jawohl. Ich plane, in genau einem Jahr wiederzukommen, um die Veränderungen hier oben zu untersuchen und für euch sichtbar zu machen. Deshalb lasse ich mir jetzt Zeit, den aktuellen Zustand des Gipfels penibel mit der Kamera aufzuzeichnen. Der ist auch los da. Aber jetzt habe ich ein kleines Problemli. Die Schlüsselstelle der Tour, diese steile, instabile Geröllrampe weiter unten. Im Abstieg ist sie deutlich heikler als im Aufstieg. Das ist ein häufig unterschätztes Problem auf Bergtouren ohne Seil. Gesund runterzukommen ist meistens viel schwieriger als gesund raufzukommen. Ich starte deshalb ein Experiment. Ist es vielleicht einfacher und sicherer, diese Schlüsselstelle komplett im Fels zu umsteigen? Oder begehe ich damit einen Fehler und mache es erst recht gefährlich? Ich bin gespannt auf eine weitere lehrreiche Erfahrung an diesem Berg. Und ich erlebe zwei weitere sehr positive Überraschungen auf dieser Tour.
Diese Alternativroute ist wirklich deutlich sicherer als die Rampe. Und ich war offenbar nicht der Erste hier. Schon vorher erkannte ich Spuren im Geröll und hier sogar ein Steinmännchen. Tatsächlich las ich auch auf Hiker von dieser Route, als ich wirklich alle Einträge las. Das Puzzle setzt sich also zum Schluss wunderschön zusammen. Mit genug Vorsicht ist das hier eine traumhafte und sehr authentische Tour und sie lohnt sich nur schon wegen den absolut faszinierenden Landschaftsstrukturen im Auf- und Abstieg. Vielleicht ist dir auch eine weitere Besonderheit dieser Region aufgefallen. Achte ganz genau auf die Farben. Bitte passt auf euch auf und tragt Sorge zu diesem einzigartigen Juwel, die naturbelassene Bergwelt.